Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Mann, der in vielen Künsten bewandert war. Er kämpfte tapfer in einem Krieg, aber als dieser zu Ende ging, wurde er mit nur 3 Pfennigen auf seine Reise geschickt. Verärgert sagte er, damit werde ich nicht glücklich. Wenn ich die richtigen Leute treffe, wird der König mir den ganzen Schatz des Landes geben müssen. Voller Zorn ging er in den Wald und sah einen Mann, der 6 Bäume ausgerissen hatte, als wären es nur Grashalme. Er fragte den Mann, »Wirst du mein Diener sein und mit mir kommen?« »Ja«, antwortete der Mann, »aber zuerst muss ich dieses Bündel Holz nach Hause zu meiner Mutter bringen.« Er nahm einen Baum, wickelte ihn um die 5 anderen, hob das Bündel auf seinen Rücken und trug es weg. Danach kam er zurück und schloss sich seinem neuen Meister an, der sagte, mit uns beiden sollten wir in der Welt gut zurechtkommen. Nach kurzer Zeit trafen sie einen Jäger, der kniete und sein Gewehr zum Schuss bereit hatte. Der Meister fragte ihn, »Jäger, was wirst du schießen?« Der Jäger antwortete, 2 Meilen von hier sitzt eine Fliege auf einer Eiche, und ich möchte ihr das linke Auge ausschießen. »Oh, komm mit uns«, sagte der Mann, »wenn wir 3 zusammen sind, sollten wir gut vorankommen.« Der Jäger stimmte zu und schloss sich ihnen an. Bald kamen sie zu 7 Windmühlen, deren Flügel sich schnell drehten, obwohl kein Wind wehte und nicht einmal ein Blatt sich rührte. Der Mann sagte, »Ich weiß nicht, was die Windmühlen zum Drehen bringt. Es gibt nicht einmal einen Hauch von Luft.« Sie gingen noch 2 Meilen und sahen einen Mann, der in einem Baum saß, ein Nasenloch zuhielt und aus dem anderen blies. »Was machst du da oben?« fragte der Mann. Der Mann antwortete, 2 Meilen von hier sind 7 Windmühlen. Schau, ich blase sie, damit sie sich drehen. »Oh, komm mit uns«, sagte der Mann. »Wenn wir 4 zusammen sind, können wir alles erreichen.« Der Bläser kam herunter und schloss sich ihnen an. Nicht lange danach sahen sie einen anderen Mann, der auf einem Bein stand, das andere hatte er abgenommen und neben sich gelegt. Der Meister sagte, »Du hast es dir bequem gemacht für eine Pause.« Der Mann antwortete, »Ich bin ein Läufer, und um zu verhindern, dass ich zu schnell laufe, habe ich ein Bein abgenommen, denn wenn ich mit beiden laufe, bin ich schneller, als jeder Vogel fliegen kann.« »Oh, komm mit uns«, sagte der Meister. »Wenn wir 5 zusammen sind, können wir die ganze Welt vor uns tragen.« So schloss er sich ihnen an. Bald trafen sie einen weiteren Mann, der eine Mütze schief auf dem Kopf trug. Der Meister sagte, »Komm schon, trag deine Mütze nicht so. Du siehst lächerlich aus.« Der Mann antwortete, »Ich muss sie so tragen, sonst kommt ein schrecklicher Frost und friert alle Vögel in der Luft ein, sodass sie fallen.« »Oh, komm mit uns«, sagte der Meister. »Wenn wir 6 zusammen sind, können wir die ganze Welt vor uns tragen.« Die 6 kamen in eine Stadt, wo der König bekannt gegeben hatte, dass wer seine Tochter im Wettlauf besiegen kann, sie heiraten würde, aber wer verliert, würde sein Haupt verlieren. Der Mann trat vor und sagte, »Ich lasse meinen Diener für mich laufen.« Der König antwortete, »Dann steht auch das Leben deines Dieners auf dem Spiel, also müssen beide von euch gewinnen.« Nachdem alles vereinbart war, setzte der Mann dem Läufer das andere Bein wieder an und sagte, »Jetzt sei schnell und hilf uns zu gewinnen.« Es wurde beschlossen, dass derjenige, der als erster Wasser aus einem weit entfernten Brunnen holt, der Sieger sein würde. Der Läufer nahm einen Krug, die Tochter des Königs nahm auch einen, und sie begannen gleichzeitig zu laufen. Aber nur wenige Augenblicke später, als die Tochter des Königs sich absetzte, konnte die Menge keine Spur des Läufers mehr erkennen.
Es war, als hätte der Wind ihn weggeweht. Bald erreichte er den Brunnen, füllte seinen Krug mit Wasser und machte sich auf den Rückweg. Doch auf halbem Weg wurde er müde, stellte seinen Krug ab, legte sich hin und schlief ein. Um zu verhindern, dass er zu lange schläft, benutzte er einen Pferdeschädel, den er am Boden fand, als Kissen in der Hoffnung, dass es unbequem genug wäre, um ihn zu wecken. In der Zwischenzeit die Tochter des Königs, die selbst eine gute Läuferin war, erreichte den Brunnen und eilte mit ihrem vollen Krug Wasser zurück. Als sie den Läufer schlafen sah, war sie erfreut und dachte, mein Rivale ist in meinen Händen. Sie schüttete sein Wasser aus und lief weiter. Alles wäre verloren gewesen, wenn der Jäger nicht mit seinen scharfen Augen vom Schloss aus zugesehen hätte. Er sagte, die Tochter des Königs wird nicht gewinnen. Dann lud er sein Gewehr und schoss so, dass er den Pferdeschädel von dem Kopf des Läufers erwischte, ohne ihn zu verletzen. Der Läufer wachte auf, sprang auf und sah, dass sein Krug leer war und die Tochter des Königs weit voraus war. Aber er gab die Hoffnung nicht auf. Er rannte zurück zum Brunnen, füllte seinen Krug erneut und kam 10 Minuten vor der Tochter des Königs nach Hause. »Sieh«, sagte er, »ich habe nicht einmal versucht, und das war kein richtiges Rennen.« Der König und seine Tochter waren verärgert, dass sie von einem einfachen Soldaten hinweggenommen werden würde. Sie beratschlagten, wie sie ihn und seine Freunde loswerden könnten. Der König sagte, »Ich habe einen Plan. Keine Sorge, sie werden nicht zurückkommen.« Er sagte ihnen, »Ihr werdet zusammen ein Fest feiern, essen und trinken«, und brachte sie in einen Raum mit eisernen Wänden, eisernen Türen und eisernen Gittern an den Fenstern. Dort stand ein Tisch voller köstlicher Speisen, und der König sagte, »Geht hinein und genießt euch.« Als sie drinnen waren, schloss er die Türen ab. Dann rief er den Koch und befahl ihm, ein Feuer unter dem Raum zu machen, bis das Eisen glühend heiß war. Der Koch tat, was ihm aufgetragen wurde, und die 6 Männer begannen, warm zu werden. Sie dachten, es stamme von der Wärme des Essens. Doch als es heißer wurde und sie gehen wollten, fanden sie die Türen und Fenster verriegelt. Sie erkannten, dass der König böse Absichten hatte und sie ersticken wollte. »Er wird nicht erfolgreich sein«, sagte der Mann mit der Mütze. »Ich werde einen Frost herbeiführen, der die Hitze vertreibt.« Er setzte seine Mütze gerade auf, und sofort füllte eine eisige Kälte den Raum, wodurch die ganze Wärme verschwand und das Essen auf dem Tisch zu gefrieren begann. Nach 1 oder 2 Stunden dachte der König, sie seien vor Hitze gestorben, also ließ er die Türen öffnen, um nach ihnen zu sehen. Zu seiner Überraschung standen alle 6 lebendig und wohlauf da und sagten, sie würden gerne herauskommen, um sich aufzuwärmen, da das Essen an den Tellern gefroren sei. Wütend ging der König zum Koch und schrie ihn an, warum er nicht getan hatte, was ihm gesagt worden war. Der Koch antwortete, »Es gibt genug Wärme. Schau nur!« Der König sah ein heftiges Feuer unter dem eisernen Raum brennen und erkannte, dass er die 6 auf diese Weise nicht besiegen konnte. Der König dachte sich dann einen anderen Weg aus, um seine unerwünschten Gäste loszuwerden. Er ließ ihren Anführer rufen und sagte, »Wenn du Gold nimmst und meine Tochter aufgibst, kannst du so viel haben, wie du willst.« »Oh ja, Herr König«, antwortete der Mann, »gib mir so viel, wie mein Diener tragen kann, und ich werde nicht nach deiner Tochter fragen.« Der König stimmte zu, und der Mann fügte hinzu, »Ich werde in 14 Tagen zurückkommen, um es abzuholen.« Der König ließ dann alle Schneider im Königreich zusammenrufen, um in den nächsten 14 Tagen einen riesigen Sack zu nähen.
Als er fertig war, nahm der starke Mann, der Bäume ausreißen konnte, ihn auf seinen Rücken und ging zum König. Der König sah ihn und dachte, wer ist dieser starke Mann, der einen Sack trägt, der so groß aussieht wie ein Haus? Er wurde ängstlich und dachte, er kann so viel Gold mitnehmen. Dann befahl er, eine Tonne Gold zu bringen. Es brauchte 16 seiner stärksten Männer, um es zu heben, aber der starke Mann hob es mit einer Hand auf, steckte es in seinen Sack und sagte, »Warum bringt ihr nicht mehr? Das füllt kaum den Boden.« Langsam ließ der König all seinen Schatz zum starken Mann bringen, aber der Sack war immer noch nicht halb voll. »Bringt mehr«, rief er, »diese wenigen Münzen füllen ihn nicht.« Schließlich wurden 7000 Wagen voller Gold aus dem ganzen Königreich zusammengetragen, und der starke Mann stopfte sie und ihre Ochsen in seinen Sack. »Ich werde nicht nachsehen, wie viel hier drin ist«, sagte er, »ich nehme einfach alles, was passt, bis der Sack voll ist.« Als alles drin war, war immer noch Platz für mehr. Er dachte, ich werde das einfach beenden. Manchmal binden die Leute einen Sack zu, auch wenn er nicht voll ist. Dann nahm er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Freunden. Als der König sah, dass ein Mann den gesamten Reichtum des Königreichs trug, wurde er wütend und befahl seinen Reitern, den 6 nachzujagen und den Sack vom starken Mann zu nehmen. 2 Gruppen von Soldaten holten schnell auf und riefen, »Ihr seid Gefangene! Legt den Sack mit Gold nieder, oder ihr werdet getötet.« »Was meint ihr, wir sind Gefangene?«, rief der Bläser. »Wenn das passiert, lasse ich euch alle in die Luft tanzen.« Er hielt ein Nasenloch zu und blies mit dem anderen, wodurch die beiden Gruppen von Soldaten auseinander und hoch in den Himmel geschleudert wurden. Ein Sergeant, der 9 Wunden hatte und ein tapferer Mann war, flehte um Gnade. Der Bläser hörte auf zu blasen, nur genug, um ihn sicher herunterkommen zu lassen, und sagte dann zu dem Sergeant, »Geh zurück zu deinem König und sag ihm, er soll mehr Reiter schicken, und ich werde sie alle auch wegblasen.« Als der König das hörte, sagte er, »Lasst sie gehen. Sie sind zu stark für uns.« Dann kehrten die 6 mit dem Schatz nach Hause zurück, teilten ihn untereinander auf und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.